Wenn sie dich im Iran mit Alkohol erwischen, dann drohen dir bis zu 80 Peitschenhiebe. So, schau mal, das kommt jetzt hier in diese Kiste rein. Wenn sie dich dreimal mit Alkohol erwischen, dann droht dir sogar die Todesstrafe. Fällt das gar nicht auf. Noch was, habe ich gehört. Selbst Männern wird empfohlen, lange Hosen zu tragen und so wenig wie möglich Haut zu zeigen. Ich glaube, das steckt noch drin. Ich möchte mit dir heute eine Geschichte teilen. Und zwar die Geschichte darüber, wie ich in den Iran eingereist bin. Ich bin mit den Nerven am Ende. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Doch genau so ist es passiert. Da vorne fährt mein Reisepass. Wir als Europäer kennen so etwas ja gar nicht mehr. Wir reisen einfach von Land zu Land, ohne dafür weder Ausweis noch Reisepass zu benötigen. In 0, nix ist man einfach in einem anderen Land. Die Grenze zum Iran bzw. die Einreise in dieses Land könnte gegensätzlicher kaum sein. Ja, jetzt geht's los. Heute geht's in den Iran, wenn sie uns reinlassen. So. Ja, da vorne ist er, noch 20 Kilometer. Es soll ja eine der härtesten Grenzen der Welt sein. Da werden die ganzen Autos auseinandergenommen, werden Leute nicht reingelassen. Über die iranische Grenze gibt es die verrücktesten Storys. Drückt mir die Daumen, dass wir hier heile reinkommen. Eine Sorge habe ich ja weniger. Zum Glück wurde mir meine Drohne geklaut. Da wurden angeblich schon Leute verhaftet, 3 Tage in den Knast gesteckt, nur weil sie eine Drohne dabei hatten. Ich, Glückspilz, mir wurde das Ding geklaut, muss ich mir keine Sorgen machen. Leider fehlt mir von dieser ganzen Aktion Videomaterial. Denn wie ihr wisst, man darf an Grenzen nicht filmen. Zeig mir eine Grenze, wo du filmen kannst, Fotos machen kannst. Das machst du nicht. In den Iran, gerade da machst du es nicht. Das riskierst du nicht. Einer der ersten Dinge, die mir gesagt worden ist, wenn du Alkohol hast, gib ihn raus. Es kann sein, die schmeißen dich in den Knast dafür. Irgendwelche komischen Aktionen verkneife ich mir da, ganz ehrlich. Ich glaube, komisch, was ist das? Wenn die fragen sollten, dann ist das irgendein Zusatz für mein Auto, ein Zusatz für meine Standheizung, ein Reinigungsmittel, irgendwas. Wie abgemessen. Ein Zeichen Gottes. Passt genau rein. Schwitzt. Drück mir die Daumen. Halt, stimmt gar nicht. Ich habe ein Foto, ich habe sogar 2. Und zwar von diesem da. Das hier ist ein sogenannter Fixer. Und das hier ist auch ein Fixer. Und die haben überhaupt nichts mit Drogen am Hut. Diese Kollegen helfen dir eigentlich dabei, einfacher und schneller über die Grenze zu kommen. Eigentlich. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie gerät man eigentlich an solche Leute? Aber jetzt mal ganz von vorne. Nach einer 6-stündigen Odyssee, 6 Stunden an der türkisch-iranischen Grenze, war ich mit den Nerven am Ende. Ich war durch, ich habe einen Schnaps gebraucht. Alles begann bereits auf türkischer Seite, denn dort funktionierte mein Reisepass nicht. Irgendwas war faul. Was war da los? Ich brauchte ja dringend den Ausreisestempel. Nach kurzem Hin und Her fiel mir ein, ich hatte den Beamten den falschen Reisepass gegeben. Denn ich habe ja 2 Reisepässe. Einen für Notfall, wisst ihr? Warum das so ist, dürft ihr mich gerne fragen. Ich habe sie einfach so. Jetzt bin ich mit einem anderen Reisepass eingereist und habe den zweiten gegeben. Und da war natürlich nicht registriert. Das Problem war also schnell gelöst. Ich habe den anderen Reisepass geholt. Der war registriert. Da haben sie mich gefunden im System. Und schwupps war ich ausgereist. Nun also fuhren wir auf die iranische Seite der Grenze. Und dort begann das Chaos. Zunächst einmal standen wir vor einem riesigen Stahltor, welches verschlossen war. Das war schon mal das Erste. Eine Grenze, Tor zu. Nichts geht. Also stieg ich aus. Irgendwann nach einer Viertelstunde kam ein Mann auf mich zu und verlangte Reisepass und Versicherungspapiere des Fahrzeugs. Ich hatte ja alles griffbereit, also hingegeben, bisschen angeguckt, bisschen gemehrt. Nach weiteren 20 Minuten öffnete sich langsam das riesige Stahltor. Nur für uns. Sonst war dort niemand. Wir waren die einzigen Leute an der Grenze. Es gab eine LKW-Spur, normale PKWs, normale Reisende. Nur wir. Daran kannst du sehen, was da für eine Frequenz herrscht. Wie viele Leute dort täglich ausreisen. Nämlich niemand. Da ist so wenig los, dass die sich es erlauben können, ein Stahltor zu haben, ein riesengroßes, schweres und das zuzumachen. Also wir fuhren durch das Stahltor hindurch und hinter uns ging es wieder zu. Das ist so, jetzt waren wir also schon mal auf iranischer Seite. Sozusagen auf der Südkurve der iranischen Grenze. Mehrere Männer kamen auf uns zu und begrüßten uns überschwänglich. Die Leute waren verschieden. Einige hatten Armeeuniform an, andere waren in Zivil und hatten eine Pistole am Gürtel. Es war also überhaupt nicht klar, wer war ja eigentlich Grenzbeamter, wer war Zivilist, wer war Inkognito, wer war Polizist. Einfach eine Anzahl verschiedener Menschen und du wusstest nicht, wer ist eigentlich wer. Und was macht ihr und welche Funktion besitzt ihr? Ein paar von denen waren mega hilfsbereit, haben sofort ihre Hilfe angeboten. Hey, du musst dorthin, du musst das, du brauchst die Dokumente, ich kann dir das zeigen. Ja, cool, vielleicht ist es ja ein Service der Grenze. Ich weiß es ja nicht. Hab das sowas noch nie gemacht. Ich bin auch nie in den Iran eingereist. Ich weiß nicht, was da abgeht. Irgendwann stellte sich heraus, das sind wahrscheinlich diese Fixer. Das sind die Fixer, die helfen dir für einen gewissen Service. Und natürlich machen die das nicht umsonst. Du musst die bezahlen dafür. Allerdings war mir nicht klar, was das eigentlich kostet, wie das eigentlich läuft und überhaupt. Aber auch dazu komme ich später noch. 2 Grenzbeamte kamen auf mich zu und verlangten von mir, dass ich das Auto öffne. Die hatten eine Uniform an und es war klar, das sind Grenzbeamte. Bitte Auto öffnen, Kontrolle. 2 von diesen Beamten gingen in meinen Camper hinten hinein mit schmutzigen Stiefeln. Das hat mich mega angekotzt. Sie haben es gemacht. Erste Frage natürlich, haben Sie Alkohol dabei? Und ich so,
Nö. Wie kommst du darauf? Also das habe ich gedacht, ja. In Wirklichkeit habe ich gesagt, ich würde niemals im Iran trinken. Ich würde das niemals machen. Ein Trick hat mir ein Freund erzählt. Also ausweichend antworten. Du sagst weder ja noch nein. Ich würde niemals in diesem schönen Land trinken. Nicht verneint, nicht verjahrt. Allerdings, die ließen mich nicht so einfach davonkommen. Die fragten mich noch einmal und noch einmal, haben Sie Alkohol dabei? Haben Sie wirklich keinen Alkohol dabei? Also warnen, so, wenn du Alk dabei hast, Alter. Denn, sagten sie mir warnend, die sagten, das hier, das ist die erste Kontrolle. Wir sind die Guten, gib es uns. Weiter vorne, da kommt nochmal Militärpolizei. Und wenn die Alkohol finden bei dir, die stecken dich in den Knast. Aber ja, da habe ich kurz gezögert, ne? Da war ich kurz davor, das Zeug alles hinzugeben. Ne? Ich dachte, nee. Nicht. Ich meine, ich hatte ja schon Storys gehört. Ne? Alkohol ist ja strengstens verboten. Ich habe mich da nicht aus der Reserve locken lassen, bin standhaft geblieben. Hier. Jo, erste Kontrolle war vorbei, Auto wieder zugeschlossen und dann übernahmen die Fixer das Ruder. Die ließen natürlich nicht locker. Wie eine Klette klebten die an dir dran und so, kommen Sie jetzt mit, hey, komm schon, komm schon. Und du dachtest so, und es war alles so chaotisch und überall irgendwas und so und keiner spricht Englisch und die sprachen nur so ein bisschen Englisch, so ein bisschen gebrochen Englisch oder so, aber ne, so, du bist da wirklich aufgeflogen, dachte ich. Ne? Ich dachte so, vielleicht ist es ja ganz gut, da jemanden zu haben, der dir hilft. Ne? So ist ja erstmal so der erste Impuls. Und dann ging das los. Stundenlang, wirklich gefühlt stundenlang, und es war ja auch stundenlang, liefen wir von einem Schalter zum nächsten. Es gab Momente, da hatten 3 verschiedene Fixer, 3 verschiedene Dokumente von mir in der Hand. Und jeder von denen lief in eine andere Richtung. Der eine hatte meinen Reisepass, der andere hatte meinen Zulassungsschein, der dritte hatte mein Visa. Ich schlug die Hände über den Kopf zusammen und dachte so, ach du Scheiße. Durchatmen, ich habe es irgendwann einfach über mich ergehen lassen. Ne? Ich hatte ja 2 Reisefreunde mit, da lief das ganz anders. Die haben sich schon halb gestritten. Tumultartig war das schon. Trust me, Sir. Ganz ehrlich, ich habe das gemacht. Ich habe den getrustet. Ne? Weil ich habe es einfach über mich ergehen lassen. Let it all go, let it all flow. Was willst du machen? Bitte lass mich hier rauskommen. Mit allen meinen Dokumenten. Richtig abgestempelt. Ich weiß gar nicht mehr, durch wie viele Hände meine Dokumente gingen. Ich weiß noch, da war ein Raum, da saßen Leute drin. Da hing, glaube ich, der große Führer da an der Wand, ja, so ein großes Bild. Die Fenster waren alle geschlossen. Jeder hat geraucht, jeder hat geschwitzt. Es hat gerochen dort drin. Das war ein Mix aus Schweiß und Rauch und abgestandener Luft. Die hatten noch so alte Schreibmaschinen und jeder saß dort, hat irgendwas gemacht. Man hatte aber nicht das Gefühl, die wissen, was sie tun. Wie aus der Zone, wie aus der DDR, wie so ein Stasi-Verhörraum war das. Geile Atmosphäre, ich muss das schon sagen. Ich hätte das sogar auf Video aufgenommen. Ne? Oh, meine Fresse, ey. Wie vor 40 Jahren sah es dort aus. Passierschein A38, ich weiß. Ich bin mit Hund unterwegs. Ich reise mit Hund mit meinem kleinen Chicho. Und irgendwann musste ich natürlich zu einer Art Veterinärarzt. Ich trat also in einen riesigen Raum. Am Ende des Raumes saß ein kleiner Mann an einem großen Schreibtisch. In einer Ecke des Raumes stand ein gemachtes Bett. Wir begrüßten uns freundlich. Dann verlangte er ein sogenanntes Gesundheitszeugnis von Chicho, meinem Hund. Gesundheitszeugnis, keine Ahnung, was das sein soll, dachte ich. Fakt ist, habe ich nicht. Das sah nach Problem aus und es fühlte sich überhaupt nicht gut an. Scheiß. Dort, an dieser Grenze, irgendwas nicht zu haben, was die dringend haben wollen. Ich wollte mir gar nicht ausmalen, wo das hinführt. Und vor allem, wie lange das dauert. Also, ich hatte ein Dokument von Chicho, ein sogenannter Titer-Test. Das ist ein Nachweis der Antikörper der letzten Tollwutimpfung. Brauchst du in Marokko unbedingt? Angeblich, habe ich nie gebraucht. Aber ich hatte dieses Dokument, also habe ich dieses Dokument, diesen Titer-Test, als Gesundheitszeugnis verkauft. Habe ihm das einfach selbstverständlich hingegeben, habe gesagt, hier, Gesundheitszeugnis. Der kleine Mann am großen Schreibtisch begutachtete das Dokument und verlangte sogleich das Original. Ich hatte natürlich kein Original. Das war eine scheiß Kopie. Das war eh alles mit Photoshop erstellt. Und da habe ich einfach gesagt, das ist das Original. Und der so, okay. Und es hat funktioniert. Letztendlich setzte er seinen Stempel drauf und begrüßte mich herzlich. Welcome to Iran, Sir. Das erste Etappenziel war erreicht. Als nächstes stellte sich heraus, dass bei meinen Reisekollegen ein wichtiges Reisedokument, das sogenannte Carnet de Passage, falsch abgestempelt wurde. Diese Fixer wollten das nicht einsehen und bestanden vehement darauf, dass alles seine Richtigkeit hat. Die Diskussion wurde hitzig und irgendwie schwappte das alles um in einen riesigen Streit und darauf hatte ich überhaupt keinen Bock. Nicht dort, nicht an so einer Grenze, nicht an so einem Ort. Wir waren ja schon auf iranischer Seite. Ich wollte da auf keinen Fall irgendein Tumult auf meiner Seite haben. Also ging ich auf Distanz und habe mein eigenes Ding gemacht. Das Experiment Grenzübertritt in einer Gruppe war für mich somit gescheitert. Sowas mache ich nie wieder. Lieber alleine. Irgendwann war mein Visum fertig und abgestempelt. Auch dieses Reisedokument, dieses Carnet de Passage war fertig und in Ordnung. Nun brauchte ich noch eine Versicherung. Klar, was wäre die Welt ohne Versicherungen? Und mein Fixer versicherte mir, dass ich dringend eine Versicherung für das Auto brauche und ich muss sie auch dort an der Grenze abschließen. Wenn ich keine Versicherung habe für das Auto, so hat er mir geschworen, dann kann ich nicht einreisen. Die lassen die Schranke nicht hoch, die lassen mich nicht durch. Ich wäre gefangen
auf der Grenze. Mir war natürlich klar, dass das alles Nonsens ist. Das ist alles Quatsch. Aber ich fühlte mich ein wenig erpresst. Denn ich habe auch mitgekriegt, diese Fixer und diese Grenzbeamten, die kannten sich. Das waren Freunde, Bekannte oder was auch immer. Und ich dachte mir so, was ist, wenn die einen Deal haben? Ja? Wenn ich jetzt zu diesem Zeitpunkt dem Fixer sage, wisst du was, lass mal, ich brauche deine Versicherung nicht. Dann gibt er ein Zeichen zu seinem Kumpel da an der Grenze, an der Schranke, weißt du? Und dann ficken die mich. Und dann filzen die mein Auto. Ich meine, ich hatte ja Alk dabei. Ne? So, und dann filzen die das Auto, nehmen alles auseinander. So dachte ich paranoid. Ne? Also habe ich letztendlich das Ding gekauft. Ne? Also hatte ich alles. Alles war vollzählig. Sogar diese sinnlose Versicherung war in meiner Tasche. Also konnte es eigentlich weitergehen. Raus aus diesem Grenzgebiet und rein in den Iran. Mein Fixer eskortierte mich noch zur Schranke und sagte, hier, pack dich mal ab, ich gebe Bescheid, die lassen die Schranke hoch. Also stand ich da und habe gewartet, 5 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde, Schranke ging nicht hoch. Schranke ging nicht hoch. Was war da los? Irgendwann ging die Schranke hoch. Und ich fuhr hindurch. Yes. Nach 100 Metern, Stopp, Militärpolizei. Noch eine Kontrolle. 7 Soldaten, glaube ich. Eine ganze Gruppe. Erste Frage, haben Sie Alkohol dabei? Wo ist der Alkohol? Und ich so, ich habe keinen Alkohol. Ich glaube, ich habe keinen. Und die so, sicher? Mach mal auf. Lass mal reingucken. So, also hinten aufgemacht. 2 sind reingegangen, bisschen geguckt, Schränke aufgemacht. Kommen wieder raus. Fragen mich, wo ist der Alkohol? Wirklich kein Scheiß, ne? Ständig Alkohol. Ich glaube, das waren alles Alkoholiker. Ja? Die totalen Sprittis. Ich weiß es allerdings nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht nehmen die dich wirklich mit, wenn die was finden. Vielleicht wirst du wirklich ausgepeitscht. Ich weiß es nicht. Ja? Aber letztendlich, die haben mich dann gefragt, ne, so. Und dann haben wir noch ein bisschen rumgeschäkert und so und die haben gelacht und da. Die waren alle eigentlich total freundlich. Ne? Irgendwann sagten sie, okay, kannst einsteigen, weiterfahren. Herzlich willkommen. Willkommen in Iran. So. Ich eingestiegen, lass den Motor an. Kommt ein Soldat nochmal auf mich zu, sagt sie, mach mal die Scheibe runter und so. Ja, macht so hier, legt die so. Alkohol. Du hast doch Alkohol dabei. Und ich so, Mensch, lass mich doch mal in Ruhe. Ne? Und ich so, nee, hab ich doch nicht. Und die Soldaten alle stehen so in einer Reihe, lachen mich an und so, ja, und nicken so, ne? Also, als ob die genau wussten, natürlich hast du Alk dabei, das ist ein Deutscher, ne? Du hast garantiert Bier dabei oder irgendwas. Die wussten das schon, dass ich was dabei habe. Ne? Ich sehe halt auch so aus, oder? Ahnten die, weiß ich nicht. Ich glaube, die ziehen sich das Zeug da regelmäßig aus den Autos raus, weil die machen so ein bisschen Angst und Schrecken verbreiten. Da knicken die Leute ein. Ich glaube, ich war denen auch ein bisschen sympathisch. Ich meine, ich lache dann auch immer und shaker mit denen und mache einen Spruch. Immer lächeln, immer lächeln, immer lächeln. Ganz, ganz wichtig. Ja? Wenn du da einen auf Proll machst, ja, und die dich gefressen haben, dann nehmen die dein Auto auseinander. Und wenn du richtig scheiße bist, dann nehmen die dich vielleicht sogar mit, stecken dich mal 24 Stunden in den Knast oder peitschen dich aus. Also ließen die mich gehen. Ja, ich fuhr los und auf einmal war ich im Iran. Ich war da, letzte Kontrolle durch. Das war's. Und dann kam die Frage auf, wo ist eigentlich mein Reisepass? Mein Reisepass, der war nicht bei mir. Den hatte immer noch mein Fixer. Ja, der hatte meinen Reisepass immer noch. Dann sah ich den Fixer vorne am Straßenrand. Und als ich ihn sah, stieg er in ein Auto und fuhr los. Da vorne fährt mein Reisepass. Ich hinterher, dann hielten die an und dann gab er mir ein Handzeichen und sagte, hey, folge uns, wir fahren jetzt zum Handyladen und kaufen dir eine SIM-Karte. Mein Fazit lautet, es wäre auch ohne Fixer gegangen. Es wäre sogar sicher ohne Fixer gegangen. Das Ding ist, die drängen sich dir auf. In meinem Fall wusste ich gar nicht, wer es eigentlich wäre. Immer nachfragen, fragt nach. Wer bist du, was willst du, was machst du, was kostet es? Ich werde es beim nächsten Mal garantiert ohne versuchen. Außerdem, ich würde nie wieder in eine Gruppe einreisen. Das dauert alles länger. Du denkst zwar, okay, das ist ein Aufwasch und zu dritt ist alles besser und wir können das alles zusammen machen. Nee, vergiss es. Alles viel chaotischer. Reist allein ein. Sucht euch die Leute genau aus, mit denen ihr reist. Natürlich kannst du auch mal die Grenze mit jemandem übertreten. Macht es aber nicht zu dritt, zu viert, also 3, 4, 5 Autos. Macht das nicht. Maximal 2 Autos, übersichtliche Menge an Personen. Nehmt keinen Alkohol mit. Ich habe das zwar gemacht, aber es ist nervenaufreibend und du weißt nicht, was wirklich passiert. Was ist, wenn die das finden? Was ist, wenn die dich nicht leiden können und ein Auto komplett auseinandernehmen? Wenn ihr nicht verzichten wollt und könnt, dann macht's trotzdem. Lasst euch aber dann nicht einschüchtern. Lasst euch nicht einschüchtern. Wenn die ein Dokument haben wollen, dann gebt denen eins. Erfindet eins. Nehmt euch irgendwas mit im Vorfeld. Selbstbewusst auftreten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr wollt ein Dokument? Ihr habt ein Dokument. Die können ja kein Deutsch. Die wollten bei mir beispielsweise die Motornummer des Fahrzeugs haben. Die Motornummer, die hatte ich nicht. Ich wusste nicht mal, wo die steht. Ich hatte die Fahrgestellnummer, aber die wollten die Motornummer. Also habe ich denen gesagt, hier ist meine Fahrgestellnummer und das ist die richtige Nummer. Das
Das ist die Nummer, die ihr braucht. Das funktioniert alles mit Fahrgestellnummer. Selbstbewusst haben die so akzeptiert. Wenn du dann da stehst, ja, und machst so ein und denkst, oh mein Gott, wo ist die Motornummer? Die habe ich ja gar nicht. Dann rufst du an und Motornummer habe ich nicht, kriegst du nicht. Hier ist eine Nummer, die du brauchst. Ganz einfach. Und ganz, ganz wichtig, ich kann es nicht oft genug sagen. Immer freundlich, immer lächeln. Immer sympathisch. Dann kommst du verdammt weit. Play by the rules. Sag denen, was die hören wollen. Mach Ansagen, bleib standhaft und selbstbewusst. Sicheres Auftreten. Autoritär, kumpelhaft. Das kriegst du hin. Üb das zur Not zu Hause. Übt es miteinander und reist allein. Und wenn ihr nicht allein reisen solltet, dann sucht euch die Leute genau aus, mit denen ihr Grenzen überschreitet. In jeder Hinsicht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Es war eine krasse Story. Vermeidet Fixer, vermeidet Unsicherheiten, bleibt cool. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Wenn euch der Film gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, falls nicht schon geschehen. Und an alle, die mich kennen, ich liebe euch. Peace.